Im Sommer 2022 machte die Oder mit einem gewaltigen Fischsterben Schlagzeilen, ausgelöst durch die Giftalge Prymnesium parvum. Zuvor ist die Oder als Gewässer allenfalls durch die wiederkehrenden Hochwasser in die mediale Aufmerksamkeit gerückt. Wie vielschichtig und komplex das Ökosystem Oder mit ihren Nebengewässern und Auenlandschaften tatsächlich ist, wird durch die Ursachen und den Ablauf der Katastrophe deutlich. Was bedeutet die Oder als Ökosystem für den Menschen? Wie lässt sich der Fluss langfristig schützen? Was sind die Folgen für den Menschen, wenn dies nicht gelingt? Flussökosysteme haben eine bemerkenswerte Selbstregulation. Sie sind ja auch natürlicherweise Niedrigwasser, Hochwasser ausgesetzt. Allerdings im August 2022 sind die Belastungsfaktoren derart kulminiert. Das hat eben das System zum Umkippen gebracht, indem es eben erlaubt hat, dass die Giftalge das gesamte System dann umgekrempelt hat und etablierten Gemeinschaften dann angegriffen hat, sodass es zur Katastrophe kam. Wenn wir naturnahe Auen haben, die eben auch als Wasserspeicher dienen, kann das ein bisschen mithelfen, dass wir nicht in die extremen Niedrigwassersituationen kommen, wo man vermutet, dass sie einer der wichtigen Faktoren waren für die Katastrophe. Katrin Januschke von der Universität Duisburg-Essen untersucht seit Jahren die Effekte von Fließgewässerrenaturierungen. Insbesondere den Ufer- und Auengebieten komme dabei eine große Bedeutung zu. Gerade die Auen gelten ja als Hotspots der Biodiversität, das heißt, wir finden dort zahlreiche Tiere und Pflanzen aus ganz unterschiedlichen Artengruppen. Wir untersuchen verschiedene Artengruppen in der Aue, Amphibien, Pflanzen, Laufkäfer, Vögel und Mollusken, die eben anzeigen, ob wir da gute Auen haben oder nicht. Also wir können Aussagen treffen über den Zustand der Auen und auch Empfehlungen ableiten, was gemacht werden kann, damit diese Auen besser werden. Intakte Auen können insoweit vielleicht Katastrophen abpuffern, in welcher Form auch immer, wenn sie denn naturnah sind. Also das heißt, wenn wir die Habitatvielfalt haben, wenn wir auch Überschwemmungen zulassen können. Um die Intaktheit des Gewässers beurteilen zu können, muss es unbedingt mit seinen Auen zusammen betrachtet werden. Gewässer und Auen stehen immer in starker Verbindung zueinander. Also einmal über das Wasser an sich, aber eben auch die Artengruppen. Man kann nicht nur das Gewässer renaturieren und denken, dann funktioniert das ganze System, sondern wir brauchen die Auen, weil das ist im Prinzip, bildet Gewässer, auch die dynamischen Uferbereiche und die Aue, immer eine gesamte Einheit. Es sind Teilökosysteme, aber das Ganze funktioniert eben nur, wenn man alle Bereiche betrachtet und alle Bereiche verbessert. In einem intakten Fließgewässer filtern vor allem Muscheln, aber auch Kleinstlebewesen große Wassermengen auf natürliche Weise. Sie bauen dabei auch Schwebalgen ab, wie zum Beispiel Prymnesium parvum. Abrehet Kasai Mehari untersucht im Oderso-Projekt die Algenfiltration des Zooplanktons und erforscht mit ihren KollegInnen die Faktoren, die dazu beitragen könnten, Algenblüten in der Oder zu begrenzen oder gar zu verhindern. So in the lab, we do grazing experiments because we wanted to understand if the zooplankton communities can filter algae and how much, especially in the presence of Prymnesium, the toxic algae. So we bring live plankton from the Oder River, then we let them graze on Prymnesium and good algae. Then we measure grazing rate before experiment and after experiment to see if there is any change in the algae that we added in the treatments. As a preliminary results, we are thinking that they are contributing to the resilience recovery of the river, but since they are small in size and they are less abundant during winter and most of the year, the grazing capacity will be minimal. Doch welche Maßnahmen wären noch notwendig, um ein derartiges Massensterben wie in 2022 zu verhindern? Es hat sich gezeigt, dass einige Fischarten versucht haben, der Giftwirkung zu entfliehen. Christian Wolter hat dies beobachtet. Natürlich bekommen Fische solche Gefahren mit und sie warten dann nicht einfach ab. Die Fische sind von der Strommitte in Richtung Ufer geschwommen. Wir konnten nachweisen, dass
die Uferstrukturen, insbesondere Schilf, Nebengewässer, dort Schutz geboten haben. Da hat sich das Wasser nicht mit dem Strom vermischt, sodass die Algenblüte da war. Dann ist die Oder nach unten hin unverbaut, sodass Fische eben auch nach Strom abfliehen konnten vor der Welle. Und Fische als mobile Organismen sind natürlich auch in die Seitengewässer eingeschwommen, wo dann die Welle auch an ihnen vorbeigezogen ist und sie nicht betroffen waren. Es ist ja angestrebt, dass das Gewässer vertieft wird, die Wassertiefe erhöht wird. Unser Problem dabei ist, wenn die Sohle sich eintieft und wir dann eine Niedrigwassersituation haben, wie sie jetzt in all den Jahren aufgetreten ist, dann sind die Wasserspiegellagen noch tiefer, als sie jetzt sind, was dazu führt, dass die umliegenden Länder stärker entwässert werden und die Anbindung zu Nebengewässern schlechter wird, weil sie flacher wird oder total unterbrochen wird. Und wir haben während dieser Katastrophe gerade festgestellt, dass genau diese Nebengewässer auch bei niedrigen Wasserständen angebunden sein müssen, damit Fische einschwimmen können. Ansonsten funktioniert das ja nicht. Neben der wasserwirtschaftlichen Nutzung ist die Oderregion auch für den Tourismus und als Naherholungsgebiet bedeutsam. Zudem leistet sie durch den Hochwasserrückhalt, den Abbau von Nährstoffen und als Habitat für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten wertvolle Beiträge zum Erhalt der Kulturlandschaft. Martin Pusch vom IGB erfasst diese Nutzwerte der Natur als sogenannte Ökosystemleistungen. Zusammen mit Postdoktorandin Antje Kerkow untersucht er die Auswirkungen der Katastrophe darauf. Flüsse leisten für unsere Gesellschaft vielfältige sogenannte Ökosystemleistungen. Das heißt, das sind Funktionen, die uns Menschen zum Vorteil dienen. Wir haben seit 2015 dieses Konzept für Flüsse und Auen angewendet und dabei den sogenannten River Ecosystem Service Index, RESI, entwickelt. Und gerade beispielsweise beim aktuellen Thema, wie bereiten wir uns auf höhere Hochwässer im Klimawandel vor, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen, eher technische Lösungen, eher naturbasierte Lösungen. Und mit Hilfe unseres RESI-Index können wir also darstellen, welche Lösung ist dann die optimale Lösung, bei der eben die meisten Ökosystemleistungen zunehmen, auf die wir angewiesen sind, und die wenigsten abnehmen. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Oder würde natürlich das Risiko einer neuen Algenblüte und eines neuen Fischsterbens reduzieren. Wir hätten auch Möglichkeiten, Hochwasser naturnah zurückzuhalten, müssten millionenschwere Deichneubauten nicht finanzieren und würden uns also auch die Fruchtbarkeit der Oderauen und die Wasserversorgung der Region erhalten. Für ein resilientes Ökosystem Oder braucht es eine möglichst große Vielfalt an Lebensräumen im Fluss und auch in den Neben- und Auengewässern. Sind diese auf unterschiedliche Weisen mit dem Hauptstrom verbunden, wird das Flussökosystem stabiler. Flussbewohner überleben Extremereignisse dann mit höherer Wahrscheinlichkeit, denn sie können der Gefahr ausweichen. Anschließend können sie die Gewässerlebensräume der Oder und ihrer Flussauen wieder besiedeln. Die Umweltkatastrophe mit ihren verheerenden Folgen hat gezeigt, wie stark nicht nur die Tierwelt des Flusses, sondern auch das sozioökonomische Wohlergehen der Menschen entlang des Flusslaufs von einer intakten Oder abhängt. Es steht außer Frage, dass wir uns mehr um die Oder kümmern müssen.